Die Firma RL hat ja schon den einen oder anderen von euch beim Kite-Foilen mit dem Orca-Flügel begeistert. Das Ganze gibt es jetzt auch zum Wing-Foilen und nennt sich hier Stingray. Bei uns im Test in der Größe von 2000 Quadratzentimeter mit einer Spannweite von 1 Meter. Das Ganze ist auch wieder in feinstem Carbon in Glossy Finish gehalten. Die Oberseite ist, oder Unterseite, wie man auch immer möchte, ist weiß lackiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn das in der Sonne steht, damit das hier nicht zu heiß wird. Der Mast und die Fuselage sind, wie man es von der RL kennt, aus Aluminium. Der Mast ist insgesamt halt auch schon bei dem Orca-Foil verstärkt worden. So natürlich auch hier fürs Wingfoilen. Da muss er halt aufgrund der größeren Flügel ein bisschen stabiler sein. Das soll so geschehen sein. Der Rearwing ist so wie der Frontwing auch aus Kohlefaser mit einem Glossy Finish und hat eine Spannweite von 42 cm. Im Test haben wir einen 90er RL-Mast verwendet. Und nochmal zur Länge der Fuselage. Diese ist recht lang geraten mit 73 cm. Die einzelnen Details der Konstruktion sind sehr zweckmäßig gelöst. Hier wurde jetzt auf großartige Experimente beim Formenbau verzichtet. Alles ist einfach und sehr sauber miteinander verbunden. Wir haben alles mit einem einheitlichen M8 Gewinde verschraubt und das Ganze natürlich halt mit einem Torque-Antrieb. Ähnlich wie beim Orca-Flügel zum Kitefoilen haben wir auch hier beim Stingray eine leichte Wellenform. Dazu kommen noch ein paar kleine Winglets und wir haben insgesamt eine nicht so überdimensional dicke Profiltiefe und vor allen Dingen auch eine wirklich doch recht schlanke Anströmkante. Wie sich das Ganze auswirkt, auch im Vergleich zu anderen Modellen in dieser Größe und dieser Art, dazu kommen wir natürlich gleich noch im Test. Und zu guter Letzt natürlich noch das Gewicht. Hier wiegt der gesamte Flügel nebst Mast, Fuselage, Front- und Rearwing 4,95 Kilogramm. Als erstes haben wir natürlich einen der wichtigsten Punkte bei einem so großen Flügel, das Aufstiegsverhalten. Wie früh steigt so ein Flügel, dass man hier entspannt ins Fahren kommt? Wir haben hier im Vergleich zu anderen Modellen mit 2000 Quadratzentimeter eine mittlere Profildicke, aber in der Relation eine doch schlankere und etwas schärfere Anströmkante. Das hat zwei Effekte, die es mit sich bringt. Einerseits hat der Flügel sehr wenig Widerstand, wenn es darum geht, dass er inaktiv nur über das Schwingen des Wings, also wenig Bewegung, wenig Pumpbewegung im Board, in Vorwärtsbewegung gebracht werden kann. Dadurch kann er sehr schnell auf Geschwindigkeit gebracht werden und hat hier auch im inaktiven Bereich ein sehr gutes Aufstiegsvermögen. Wenn man ihn aktiv anpumpt, ist es wichtig, den genauen richtigen Winkel zu treffen, indem man ihn aufsteigen lassen möchte. Wie man hier jetzt gerade sieht, war der Winkel optimal, sodass auch sehr wenig Wind notwendig ist. Wie eben zu sehen, 72 Kilo mit 4,5er Wing bei ungefähr 12 Knoten. Oder halt auf dem See 10 bis 11 Knoten mit 85 Kilo mit einem 5,5er Wing ist hier kein Problem. In puncto Achsenstabilität ist er hier auf der Pitch-Achse angeströmt, absolut sauber und stabil. Man hat hier keine Nicklichkeiten. Das Aufsteigen, wie gesagt, ist sanft und gleichmäßig. Das Ganze geht dann sofort in eine wirklich für diese Größe exzellente Geschwindigkeit über. Die schlanke Anströmkante, das nicht zu dicke Profil und auch der schlank gehaltene Mast lassen sofort sehr wenig Widerstand spüren, was auch für diese Geschwindigkeit verantwortlich ist. Auch in der Rollachse haben wir eine schöne freie Beweglichkeit. Der Flügel lockt hier nicht ein, lässt sich leicht führen, aber durchgehend mit einem wirklich exzellenten Feedback. Man weiß hier sehr schnell intuitiv, wie viel seitliche Neigung der Flügel verträgt.
Die Yaw-Achse ist allerdings halt aufgrund der auch wirklich längeren Fuselage insgesamt sehr fest ausgerichtet. Das Feedback ist hier insgesamt höher, also ein gewisser Widerstand ist zu spüren beim Drehen über die Yaw. Und das gibt dann natürlich insgesamt auch weitere Radien vor. Hier hat RL diesen Stingray-Flügel wirklich sehr einsteigertauglich konfiguriert. Laut Hersteller ist da eine kürzere Fuselage in Arbeit. Wir hatten sie im Testzeitraum noch nicht zur Verfügung, aber diese wird mit Sicherheit hier die insgesamte Agilität des Flügels, die schon da ist, definitiv nochmal steigern. Getestet haben wir den Flügel mit Boards zwischen Volumengrößen von 90 bis 120 Litern. Bei all diesen Boards ließ sich ohne weiteres halt hier ein neutraler Trim im Rahmen der Trackschienen des jeweiligen Boards erzeugen. Also auch die Winkel hier sind genau optimal auf 0 gewählt. Hier gibt es keine Überraschung und auch keine großartigen Experimente, wo man jetzt hier seinen Flügel hinsetzen möchte. In der Regel ist die mittlere Position ein kleinen Tick weiter vorne, kann im Strapless-Bereich auch nicht schaden. Wirklich sehr gut ist die Kontrolle bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen. Von einem wirklich langsamen Fahren, wo der Flügel insgesamt definitiv lange und gut trägt, aber auch halt die Kontrolle bei höheren Geschwindigkeiten ist exzellent. Der Flügel hat niemals den Ansatz, jetzt zu viel Druck auf dem Vorfuß zu machen. Er muss auf der Pitch, wie gesagt, halt ein klein wenig geführt werden, was ein bisschen wiederum gegen die Einsteigertauglichkeit spricht. Aber das ist halt mit 1, 2, 3 Sessions ist das schnell erfühlt und erspürt, sodass hier auch der gesamte Bereich unterschiedlichster Fahrkönnen abgedeckt werden kann. Wer mit diesem Flügel pumpen möchte, der bekommt einen schönen Glide mit einer hohen Geschwindigkeit, aber der Flügel braucht auch eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit. Vom optimalen Einsatzbereich in Bezug auf Körpergewichte. Klar, wir sind hier beim untersten Körpergewicht, was weiß ich, 50 bis 60 Kilo, ist das hier absolut ein großer, riesiger Flügel, der sehr einfach und leicht aufsteigt. Das Ganze geht hier bis 80 Kilo. Das ist vollkommen unproblematisch und kann in diesem Bereich auch gut mit den Besten in diesem Bereich mithalten. Wenn man etwas schwerer ist, braucht man einen kleinen Tick mehr Anfahrgeschwindigkeit. Die muss dann dementsprechend durch ein leicht aktives Fahrverhalten, also ein bisschen mehr mit dem Wing arbeiten, klein bisschen pumpen mit dem Brett erzeugt werden. Dann kommt man hier auch sehr früh, wie gesagt, im Bereich etwas über 10 Knoten mit einem nicht zu großen Wing auch sehr einfach und gut ins Fahren. Wenn der Fahrzustand erreicht ist, ist die Geschwindigkeit einfach, muss man doch nochmal erwähnen, wirklich außergewöhnlich gut. Die entspricht definitiv halt guten Mid-to-High-Aspect 1500er Flügeln. Da hatten wir mehrere Vergleichsfahrten bei gleichen Bedingungen. Da hat er sich von der Geschwindigkeit keineswegs schwächer gezeigt, teilweise war er sogar stärker. Die Eigenschaften der hohen Geschwindigkeit und das insgesamt freie Führen dieses Flügels wird natürlich besonders auch den etwas ambitionierteren Fahrern gut gefallen, die diesen Flügel bei Leichtwind auswählen möchten. Allerdings ist er natürlich aufgrund seines sehr schönen Feedbacks einfach genug, damit jeder Einsteiger ohne weiteres damit zurechtkommt. Und die längere Fuselage bietet hier auch bei den ersten Manövern gerade im Beginn halt ein hohes Maß an Stabilität und gutem Feedback, dass man da schnell durch seine ersten Halsen und Wenden kommt. Uns haben insgesamt die Fahrleistungen dieses RL Stingray Foils wirklich sehr gut gefallen. Zudem müssen wir natürlich nochmal den Preis erwähnen. Der liegt hier für das komplette Foil inklusive allem bei 849 €, was echt ein Schnäppchen ist. Und wenn man das vergleicht halt mit anderen sehr günstigen Herstellern, dann bekommt man hier wirklich eine
einen auf edelste Art und Weise verarbeiteten Carbon Front- und Rearwing. Klar, Alumast und Alufuselage, die sind halt auf jeden Fall eleganter als bei dem einen oder anderen Billiganbieter. Aber in dem Preisbereich gibt es natürlich nur Aluminium. Und der Mast hat sich aber auf der anderen Seite, muss man auch sagen, als stabil und widerstandsfähig erwiesen, obwohl er einen zarten Eindruck macht. Also das ganze Programm ist von unserer Seite hier absolut stimmig und definitiv empfehlenswert.